In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Wolfram-Alpha Gleichungen löst. Wir betrachten lineare Gleichungen, quadratische Gleichungen und zuletzt sogar trigonometrische Gleichungen. Stelle dir vor, du möchtest die lineare Gleichung 5x minus 2 gleich x plus 6 lösen. Gib einfach die Gleichung in das Eingabefeld ein und drücke Return. Überzeuge dich zuerst, ob Wolfram-Alpha deine Eingabe korrekt interpretiert hat. Da du kein Kommando verwendet hast, versucht nun Wolfram-Alpha zu raten, welche Frage du haben könntest. Als erstes geht Wolfram-Alpha davon aus, dass du zwei Funktionen eingegeben hast. Die linke Seite deiner Eingabe wird als die Funktion y gleich 5x minus 2 interpretiert und in blau visualisiert. Die rote Gerade ist der Graph der Funktion f von x gleich x plus 6. Zusätzlich wird der Schnittpunkt der beiden Geraden eingezeichnet. Als zweites vermutet Wolfram-Alpha, dass du gerne eine alternative Darstellung haben möchtest, die einfacher ist. Daher zeigt dir Wolfram-Alpha als Ausgabe 4x minus 8 gleich 0. Als drittes stellt Wolfram-Alpha die Lösung der Gleichung auf der Zahlengeraden dar. Die vierte Ausgabe zeigt dir nun die gesuchte Lösung, x gleich 2, in der Zeile Solution. Wenn du nicht in den vielen Ausgaben suchen möchtest, kannst du vor deine Gleichung auch das englische Kommando solve setzen. To solve heißt auf Deutsch lösen. Dann findest du das Ergebnis, also das Result, direkt in der ersten Ausgabezeile. Quadratische Gleichungen werden mit der PQ-Formel oder der ABC-Formel gelöst. Solange wir nur reelle Zahlen als Lösung akzeptieren und keine komplexen Zahlen, gibt es drei Möglichkeiten: keine, eine oder zwei Lösungen. Die quadratische Gleichung x² plus 3x plus 7 gleich 0 hat keine reelle Lösung. Da Wolfram-Alpha auch mit komplexen Zahlen rechnet, sei nicht verwundert, wenn dir als Lösung etwas mit einem i präsentiert wird. Das ist nämlich die komplexe Lösung, so wie es die Überschrift Complex Solution auch besagt. Hat die quadratische Gleichung jedoch eine oder zwei reelle Lösungen, so heißt es nur Solution, ohne das Adjektiv komplex. Die quadratische Gleichung x² minus 6x gleich minus 9 hat beispielsweise nur eine reelle Lösung, nämlich x gleich 3. Die Gleichung x² plus 4x plus 3 gleich 0 hat zwei reelle Lösungen, nämlich x gleich minus 3 und x gleich minus 1. Als letzte Gleichung betrachten wir eine trigonometrische Gleichung. Wir würden gerne wissen, für welche Winkel x die Gleichung Sinus von x ins Quadrat plus 2 mal Cosinus von x gleich 0,5 erfüllt ist. Wie zuvor geben wir die Gleichung in das Eingabefeld ein und drücken Return. Wenn wir die Ausgabezeilen durchsuchen, sehen wir, dass es zwei reelle Lösungen gibt. Da Sinus und Cosinus periodische Funktionen sind, ist auch Sinus von x ins Quadrat plus 2 Cosinus x periodisch. Genau genommen gibt es zwei reelle Lösungen pro Periode und insgesamt unendlich viele Lösungen. Die Perioden werden mit n durchnummeriert. Setzen wir n gleich 0, so ist die erste Lösung x gleich 2 mal minus 0,898739 gleich minus 1,79 und die zweite Lösung x gleich 2 mal 0,898739 gleich 1,79. Das sind die beiden Schnittpunkte der Funktion f von x gleich Sinus von x ins Quadrat plus 2 Cosinus x mit der Geraden f von x gleich 0,5, die auch oben im Plot zu sehen sind. Für n gleich 1 würden wir ungefähr 4,48 und ungefähr 8,08 erhalten. Übrigens, die Ausgabe der Winkel ist im Bogenmaß. In diesem Video habe ich dir gezeigt, wie du mit Wolfram-Alpha Gleichungen löst. Das funktioniert nicht nur mit linearen, quadratischen und trigonometrischen Gleichungen. Probiere doch einmal selbst aus, wie Wolfram-Alpha eine Gleichung 5. Grades, wie beispielsweise x hoch 5 plus 7x hoch 3 gleich 17, löst.